Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren React, natürlich wieder mit freundlicher Unterstützung von Kaffee. Herrlich. Ja, heute gucken wir uns die 21 besten Nintendo Wii-Spiele aller Zeiten an. Von den Kollegen, von Nintendo Live, eine, wenn nicht sogar die größte Nintendo-Seite aus Amerika, glaube ich. Vielleicht sind es auch Engländer, ich weiß es nicht ganz genau. Ist auch egal. Ja, das Video hat knapp 350.000 Aufrufe und viele Kommentare, die mich jetzt erstmal nicht interessieren. Ja, warum dieses Video? Die Nintendo Wii ist eine Konsole, die ja viele als schwarz oder weiß sehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Viele schlechte Bewegungsfuchtel-Partyspiele, aber auch sehr viele geile Spiele von Nintendo. Und die werden wir heute, denke ich, mal sehen. Und ich starte einfach mal. Ich mache mal ein bisschen lauter. Und ja, warten wir mal ab, was für Spiele kommen. Hi, I'm John Cartwright and I like the Wii. The Wii catches a lot of flack because it tried to appeal to a new audience and therefore expanded the So, range das of Video ist games auf in the Englisch, entire falls ihr es example nicht for everyone. schon hört. This is one of my favorite consoles of all time and it all comes down to the Wii Remote. And yes, I get... Ja, also eine der besten Konsolen aller Zeiten. Ja, zumindest kommt sie in die Top 5 der Konsolen bei mir auch auf jeden Fall. Das sieht bei dem total hübsch an. Eigentlich will ich das Video gar nicht so oft unterbrechen. Habe ich mir zumindest vorgenommen, weil mich das immer bei React-Videos aufregt. Aber das wollte ich mal sagen. Schönes Zimmer. In fact, the best feature of the Wii is the sensor bar for pointing. This enhanced so many normal games like Resident Evil 4 and Metroid Prime and Zelda. Resident Evil 4. Motion aiming is still used in games today like Breath of the Wild and Splatoon. It was so good that we couldn't lose it because of the Wii. Aus heutiger Sicht ist die without Bewegungssteuerung further ado, natürlich here are the 21 eine Katastrophe, best aber Wii früher games. war das But there's gut. a catch. This isn't really our list, this is more your list. This is voted for by the Nintendo Live Ach, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das ist nicht seine Liste, sondern man konnte das abstimmen bei nintendolive.com. Genau, das wollte ich noch erwähnen. This is more of a list to honor the Wii rather than make all the games fight together for the very best title. So anyway, here are the 21 best Wii games. Ich frage mich, ob der Stapel von ihm gleich umfällt. Der wackelt schon so. Okay, habe ich nie gespielt. Ultimate All-Stars. Nie The Wii gespielt. didn't get an original Street Fighter game, and so Tatsunoko vs. Capcom is basically the Wii's Capcom Fighter. Now, at the time, I didn't know what a Tatsunoko was, but Ich auch honestly, nicht. I didn't care. Though, for reference, they're a Japanese anime studio. The reason I didn't Also der care if I knew them, Grafikstil though, sieht ganz is cool because the aus. game itself Wenn man das noch stood auf on its HD own. To hochskalieren this würde. day, Tatsunoko vs. Capcom is one of my favorite Capcom crossover fighters. It's a bit more simplified than Marvel vs. Capcom, and because of that, the gameplay feels so... Das ist vielleicht was man noch kurz erwähnen sollte. Die Wii war ja keine HD-Konsole, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Heißt, ich glaube, wie viel hatte die? 480p. Es gab dann irgendwann noch diesen Adapter und alle möglichen Firlefanz, um das nochmal hochzuskalieren. Und die hat, ja, trotzdem wirklich teilweise sehr schöne Spiele gehabt. Auch von der Grafik her, weil Nintendo das mit dem Look und dem Comic und so, ja, wirklich wettgemacht hat. So unique. We've got Capcom fighters like Morrigan, Mega Man Volnut, Beautiful Joe, Chun-Li, Ryu, Alex, Frank West, Roll and even more. Früher Not to als mention, Kind this was a oder Wii game ich sag mal with bis online Alter play, and that's 16 a oder so, pretty rare occurrence, habe ich gerne especially solche in a Spiele fighting gespielt, game. aber Tatsunoko vs. Capcom filled a great gap on the irgendwann Wii, and I'm ging dann so das happy it made it Interesse onto the list. an Kampfspielen bei mir komplett weg. Skyward Sword is a divisive game. It received great reviews at the time. Das ist doch but Rico most other sein fans Lieblings-Zelda, criticized it glaube for ich, oder? being too linear. However, in a post-Breath of the Hab ich Wild leider nie world, where we have gespielt. the most open Zelda game, Jetzt I hätte ich think ja the die Möglichkeit, es expectations of nachzuholen in Skyward Sword are HD. now wildly different, and people can appreciate it for what it is, Ja, rather than what it isn't. ich hätte die Yes, this Möglichkeit. is a rather linear game. Vielleicht There's mache only ich es one irgendwann town, auch, and aber the areas are basically Moment. dungeons in themselves. And I think that's fine now. It's great that so many Zelda games offer different experiences. Ich and habe ways halt to bei diesem play. Remake auch And die Skyward Angst, Sword dass is die definitely Bewegungssteuerung da unique. auch noch This game schrecklich ist completely und Rick revolves hat das around schon so Wii Motion indirekt Plus, bestätigt. and because of that, it's kind of hard to take it off the Wii. Ja, This is ich the glaube, das ist auch in der perfect platform for it. Zelda-Community The so ein sword Spiel, combat was feels nicht amazing. A lot of the gemocht wird, items oder? like the Beta were some of the best in the entire series. And Interessant, while I dass could do Ricos without das some Zelda- und instances like flying Mario-Spiel in the sky by moving the Wii Remote, motion's just so deeply mag, tied was into the DNA of this game. eher And unbeliebt this art ist. style is utterly beautiful. The colors are just so vibrant and cozy. Skyloft is easily the coziest Zelda town. The characters too. This version of Zelda is absolutely brilliant, and I love Groose. Please put Groose Ja, in Smash. aber das Spiel wird schon I ein could cooles do Spiel without sein, fighting the Empress in aber 4 times, and there's das certainly Leben ist instances leider of zu kurz, um padding, jedes but when Skyward Videospiel Sword spielen shines, zu können. it's such a good game.
Oh, heck yeah, it's Beat the Beat Rhythm Paradise. Das habe ich sogar mal kurz otherwise known as gespielt. Rhythm Heaven Fever. Also nicht This durch. is one of my favorite games of all Das time. war ganz witzig The series eigentlich. is very simple. You basically just press Das ist a so ein button bisschen in wie beat with the WarioWare. rhythm. That's basically the Was entire bestimmt game. auch noch kommen But wird. the zany humor, the vibes, the music, they all make this such Das a habe ich vielleicht eine wonderful Stunde oder experience. anderthalb Mal I can't tell gespielt. you how many times I've gotten Bei through einem most Kumpel, of der the das song hatte. until just the very end where I missed one thing and I restart all over again. Not out of frustration, but because I choose to. Denn For a game about rhythm, there are nochmal kurz anhalten, also ich war mal bei einem Kumpel und das ist jetzt wirklich nicht so eine, ich war mal beim Kumpel und ich habe es dann selber gemacht. Der hatte irgendwie seine Wii so gemoddet, dass der die einfach die CDs in diese Wii einlegen konnte und dann quasi auf seine Festplatte spielen konnte. Und der hatte sich dann noch extra viele Festplatten geholt und der wohnte neben einer Videothek, hat sich die Spiele dann alle ausgeliehen und hatte dann, ich will gar nicht wissen, wie viele Spiele auf seiner Festplatte. Übrigens, dass es ein Kumpel ist, es ist sogar gelogen. Es ist sogar von einem Kumpel, den ich, vielleicht 5-mal in meinem Leben gesehen habe. Und der hat mir das halt auch noch gezeigt und daher kenne ich dieses Spiel. Und viele andere Spiele, die man sich sonst wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Aber ja, die Wii, ich glaube, die ist relativ leicht hackbar. Aber das soll hier nicht das Thema sein. There are no motion controls in Rhythm Heaven Fever. You don't shake the remote to a beat, you don't dance, all you do is press the A and B button. There's really nothing more to it. What this means though is latency isn't really a thing. As soon as you press that button, the beat goes through, so this is a really responsive game. Fever is some of my favorite games in the entire series, and I love this art Das style könnte man so eigentlich much. vielleicht auch noch It's mal a shame spielen this is oder the so. only console Also vielleicht game, auch als 'cause otherwise the series exists only on handhelds. Let's Seeing Play this oder on the so big screen with irgendwann proper mal. Das ist speakers eigentlich ganz really nett. does a lot of justification for not only the art style, but the audio design too. Megamix on 3DS compiles a lot of Ich glaube, games wenn man from das Spiel FIFA, auch jetzt but I think irgendwie there's still a lot veröffentlichen of würde auf value on YouTube its own. als Video, What das I'm würden trying gar to nicht mal say so is it viele doesn't kennen. matter what entry you play, just play Rhythm Paradise. It's such a fun series. And this is without a doubt one of the best ones. Aber ist wahrscheinlich auch eher sowas, was in Amerika und In Japan gut ankommt. 2008, it was Oh, weird da to haben go in wir someone's house and not see a das Wii Wii-Spiel, and a was ich copy of wahrscheinlich am Mario meisten Kart Wii. gespielt habe. This game was a phenomenon, selling 37.38 million units. Boah. I played this at so many parties. Das and ist while echt- it's das macht definitely so the viel least Spaß, das Spiel balanced Mario online. Kart, I think that kind of adds to the fun. For basic play, your skill level doesn't really matter that much. You can be Für in mich 12th place, mit get a Mario bullet Kart bill, 8 and all of a zusammen, sudden, you're in first place. immer noch There's a das lot of beste stuff that Mario could be Kart. called BS, which stands for bad shenanigans. But when you're playing with a bunch of friends, it's Das hard not to Spiel war just so laugh. geil online. I also played Oder this ist auch so a geil lot online. Man kann es ja sogar and immer noch I online mean spielen. a lot. Auf Privatservern. This, Brawl and Halo 3 Aber were my go-to ja, online games at the das time. Problem ist, da And spielt so man I nur have a gegen lot of really absolute fond Cracks und memories das of macht this dann keinen one. Bock. There's also a really dedicated Aber das war eine community schöne that's Zeit, still going Mario for Kart Wii Kart online Wii. zu spielen. Speedruns of this game are absolutely insane. Mario Das erinnert Kart Wii mich is like an the meine Melee of Mario Studienzeit. Kart. Ah, It had a das war great schön. roster, a great track selection, it was a great party game, and it's also surprisingly in depth. It may not be everyone's favorite, but Mario Kart Wii has a special place in my heart at least. Und auch meine Lieblingsstrecke, Blätterwald, oder wie You das may know hieß. Vanillaware nowadays Okay, as das the kenn ich gar developers of nicht. Dragon's Crown and 13 ist Sentinels, das denn? but back in 2009, they gave us Muramasa the Demon Blade. This is one of the most beautiful games on the Metroidvania? entire system, and the combat is just so fluid. This 2D art style hasn't aged a day, and while it was given new life on the PlayStation Vita, the Wii version is still a great way to experience this on the Zellos big kennt das screen. bestimmt, And aber- also, the disc called the Wii U. That's definitely a U. Don't tell me that's not a U. Geil. This game came from the future. We've had more games like this from indie Kenn ich studios as nicht. of late, but at the time, there was very little like so ein bisschen Muramasa. wie- This felt like a ja, so lost Metroidvania genre, so aus, it's great ein bisschen that it wie returned with Castlevania. such a quality entry. Nie Now, gespielt, kenne here's ich an nicht. interesting one. New Play controls Pikmin 2. While this is without a doubt Das habe seen ich more as sogar. a GameCube game, I can definitely Aber attest how the Wii auch nur controls angespielt. bolster this game. Ich hatte mal so eine The Wii Remote's Phase, always been- ich mach mal kurz Pause. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich mir mal vorgenommen, Spiele der Wii und Gamecube-Zeit nachzuholen. Wie dieses eine Gamecube-Horrorspiel, dessen Name mir nicht einfällt, weil es ganz bekannt ist. Das habe ich dann sogar durchgezogen und durchgespielt. Und da waren auch Sachen dabei wie Pikmin, was ich leider nur den ersten Teil halb durchgespielt habe, einfach aus Zeitgründen. Ich habe hier Pikmin 1, 2 und 3 liegen. Ich will sie irgendwann auch noch durchspielen, aber ich komme einfach nicht dazu. Gleiches gilt für ein Spiel, was wahrscheinlich auch noch kommt, die Metroid Prime Trilogie. Ja, und Skyward Sword HD. Also ich könnte noch viele Spiele nachholen dieser Zeit, was eigentlich auch zeigt, wie viele geile Spiele es damals gab. Aber ja, die Zeit ist begrenzt, ne? Und neben Arbeit, YouTube und anderen Sachen, ja, findet man eher wenig Zeit, dann Spiele aus alten Generationen nachzuholen, was irgendwie ein bisschen schade ist.
Aber man greift dann, wenn man ehrlich ist, ja eher zu neueren Sachen, die leichter zugänglich sind, ne? Weil man muss ja erstmal die Wii dann wieder aufbauen, beziehungsweise die Wii U. Ist halt alles mit Aufwand verbunden, ne? Aber theoretisch habe ich dieses Spiel. Ich habe Pikmin 1, 2, 3. Und ich finde die Serie auch cool, aber ich habe noch nie ein Pikmin durchgespielt aus Zeitgründen. Das ist einfach schade. Been strongest as a pointer, and just moving the cursor anywhere on the screen with the flexibility of the Wii Remote is almost immeasurably better than the GameCube controller. If you're gonna play Pikmin 1 or 2, I definitely recommend the Wii version. So Das könnten wir vielleicht irgendwann mal auch im Stream durchspielen, aber ich habe die Befürchtung, dass es keine Sau interessiert. I find the consequences of the countdown add a much more desperate vibe to the game, making it more of a survival, which Pikmin 2 definitely is too, but I don't get quite the same vibe. Either way though, both games are absolutely tremendous. Although despite having less urgency, I'd say Pikmin 2 is the more challenging of the two. They're kind of two parts of one greater whole, so if you've played Pikmin 3 Deluxe recently, definitely go back and play the first Ich habe mal so ein ähnliches Spiel für die Wii durchgespielt. Das hieß Little King Story. Eigentlich genau das gleiche wie Pikmin. Das war auch cool. Vielleicht kommt das auch in die Liste. Aber ich glaube, es ist eher ein unbekanntes Spiel. Aber wer Pikmin mag, Little King Story kann ich sehr empfehlen. Fire Emblem Radiant Dawn is ja, Fire Emblem, Taktik-RPG, mag ich nicht. Aber ich glaube, wenn man Taktik-RPGs mag, ist das eine geile Reihe. Aber ich mag halt Taktik-RPGs nicht, also das ist wirklich nicht mein Genre. Radiant Dawn didn't really utilize the unique aspects of the Wii, but it also didn't need to. This is pretty much a GameCube game on the Wii, and that's absolutely fine. This is the second game featuring Ike as well, so if you wanted to learn a bit more about him from Smash Brothers, this is a very good place to do so. Graphically, I find this game's a bit easier to return to than the 3DS games. I much prefer this art style, and the music is absolutely amazing. Die Figuren sehen echt gut aus, aber so die Hintergründe und die Bodentexturen, ja, aber ist halt ein Wii-Spiel, ne? Aber eine Sache, die ich an Fire Emblem wirklich cool finde, die ich nochmal rausheben muss, ich weiß nicht, ob das in jedem Fire Emblem so ist oder nur in einem, dass es da Permadeath gibt. Das finde ich geil. Vielleicht verwechsel ich das auch. Wie gesagt, ich kenne mich in der Reihe überhaupt nicht aus, könnte gerne mal das Video schreiben. Aber das ist geil. Permadeath ist sowieso immer, ja, außer das Spiel ist so schwer, eine coole Sache. Das war wirklich gut. Das war ein geiles Spiel. Das habe ich auch gespielt. Aber leider nicht durchgespielt. Ich weiß gar nicht mehr warum. This one in particular is rather special. It comes from Sakaguchi, the creator of Final Fantasy. The Wii certainly had a few RPGs, but very few had the caliber and legacy behind it of the Last Story. Ja, bei Last Story, das Traurige und Witzige zugleich, ist ja, der Entwickler von Final Fantasy hat ja Final Fantasy damals Final Fantasy genannt, weil es wirklich sein letztes Spiel war, bevor er dachte, dass er kein Geld mehr hat, so ungefähr. Dann ist er ja nach Final Fantasy X wegen diesem misslungenen Kinofilm auch hauptsächlich, wobei ich fand den nicht misslungen, Klammer zu, rausgeflogen und jetzt hat er dann wieder statt Final Fantasy, also Last Story, letzte Geschichte, ich glaube, das hat nicht so gut an, hatte nicht so die hohen Verkaufszahlen und dann hat man jetzt lang von ihm nichts gehört, aber ich glaube, der arbeitet im Moment sogar wieder an dem Spiel, ich weiß den Namen nicht, aber ja, seitdem er weg ist Final Fantasy auf der Intensivstation, meiner Meinung nach. Story. I really hope we see this game again someday. It may not have the reception and critical acclaim of Xenoblade Chronicles, but this is still an amazing RPG. Ja, das war richtig geil, das Spiel. Now, who's ready for a very sad story? Die gibt's leider nicht in Europa. Glaube ich zumindest. Ich habe zumindest nie gesehen. Kirby's Dream Land 3, Kirby Superstar. Würde ich mir gerne kaufen, aber gibt's hier nicht. But this game never left America. Ja. That's right, Kirby's Dream Collection made the list despite being exclusive to America. Das verstehe ich halt nicht. You know what? I can't blame you guys for voting for this. What an amazing collection. While Nintendo is giving Mario a Super Nintendo ROM on a disc, for Kirby they Ohne give us Witz, something das so sollten much die more mal für die special. Wii rausbringen, Yeah, you could get some nochmal. of these on Virtual Console, Für die but Wii, games für like die Switch Dream meine Land ich, and Dream Land Entschuldigung. 2 were only on the Game Boy, which the Wii couldn't play. Not only that, but the collection itself Das wäre doch is mal so was. well presented. Seriously, this puts All Stars to shame, and there's even brand new challenge levels based on Kirby's Adventure Wii. This is how you do an anniversary collection. It's still a shining example today. Metroid Prime 3 Corruption. Ja, habe ich auch. Habe ich ja eben schon bei Pikmin gesagt. Ich habe diese Metroid Prime Trilogie, die, glaube ich, mittlerweile 200 € wert ist bei Amazon. Zumindest zu Hochzeiten von Pandemien. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt wert ist, aber ich besitze es, die Trilogie.
Ja, was mich bei also, ja, wahrscheinlich geiles Spiel, aber was mich bei dem Spiel, ich sag mal, stört und wahrscheinlich am meisten davon hindert, das mal nachzuholen, sind diese hässlichen Hintergrundtexturen. Ich muss es leider mal sagen. Die sehen irgendwie sehr merkwürdig aus. Entschuldigung fürs Aufstoßen. It's so big and bold, and there's even voice acting, which the first two games barely had. I don't think it quite has the impact of Metroid Prime 1, but it's definitely my second favorite game in the Prime series. Though to be fair, Prime 2 is also very good. In Aber da geht der 2007, Hintergrund Samus sogar. felt like a frontrunner of Nintendo. Natürlich zeigen It sie had jetzt three nicht core diese games hässlichen in the Prime grauen series, a spin-off, and Dinger came out da. the same year as games like Mario Galaxy. Unfortunately, that legacy wouldn't quite last, but Retro Studios went out with a bang. And soon, that bang's going to be reignited. Wii Sports Resort came out 3 years after the first ja. game and utilized Wii Motion Plus. If the Das first hat game was Tribi. the showcase of the Wii, the sequel was the Und dadurch kenne showcase ich of das Wii auch. Motion Plus. The entire game takes Ja, place on schlecht Wii gealtert, Remote, aber a damals resort war's that cool. Nintendo tried to revisit many times. This is in Wii Fit, Mario Kart 7, Pilot Wings Resort, and so on. Understandably though, because Woohoo Island is such Ich a fand immer noch relaxing das Bowling place. von Wii Sports The am original geilsten. Wii Das Sports is in my liebe opinion one of ich. the most intuitive games of all time, but that doesn't mean it's very complex. In adverts, you'll Tennis see fand people ich auch lunging cool, with aber their ich weiß, das war jetzt hands, nicht bei whereas dieser in Kollektion reality, dabei. all you have to do is just kind of flick your Ich fand wrist Wii and hit a tennis Sports, ball. It wasn't ja, too hard to figure hatte out weniger how to Inhalt, throw a aber bowling ball or how hard to hit a golf ball. The simple beides technology geile Sachen. certainly worked, but Wii Sports Resort turned things up a notch. Bowling and golf returned, and while they may look the same, they're fundamentally very different. And while the original game had 5 sports, Wii Sports Resort has 12. Though I felt all the sports in the first game were really well made, and I'm not sure that's entirely true in the sequel, but you can choose what to play yourself. It was mind-blowing to me playing Swordplay for the first. Ich würde das ja unfassbar geil finden, wenn die einfach dieses Wii Sports Spiel, meinetwegen auch das, was es auf der Wii U gab, einfach nochmal raushauen, dass man Bowling gegen andere online spielen kann. Und ja, ich weiß, man kann in 50 Board Worldwide Games online spielen, allerdings nur gegen eine Person und das ist wirklich ein Fail. Das Bowling da, ich muss gerade mal übrigens hier gucken. Oh, ich hab einen Mückenstich. Wundert mich gerade schon die ganze Zeit, wieso mein Arm so dick ist. Ja, Wii Bowling, das hat so viel Bock gemacht, Wii Sports Bowling. Aber leider kann man das nur bei 50 Board Worldwide Games spielen, nur gegen eine Person und ja. Das nochmal bitte für die Switch in HD rausbringen. Am besten so ein Doppelpack irgendwie. Sports, Resort und Sports, das wäre geil. First time and seen the Wii remote Mit mirror Online-Modus movements natürlich. one-to-one. Every single twitch was perfectly mirrored in the game. It was insane. There's also a ton of value with challenges, sub-modes, and of course, the multiplayer. Kam nicht auch die Remote Plus zu dem Zeitpunkt raus, wo das rauskam? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. This was probably the most hyped I've ever been for a game. Ja, das habe ich nicht Super gespielt. Smash Brothers Brawl. I check the Smash Dojo Ich bin every ja single day. zu I Smash remember Bros. going durch to Rick school und one Zellos morning, gekommen going to the und library, using a school computer damals and hat checking mich the Smash dojo, Bros. and wirklich noch überhaupt nicht interessiert. Sonic was coming to Brawl, and I just had this giant smile on my face the Ich glaube, entire das time. soll aber auch Brawl nicht so was gut such a sein, big oder? deal. Not only did it revive Das Piss GameCube-Spiel and ist, give us glaube ich, beliebter. Pokémon Trainer and Solid Snake and so many other characters, but it had a full-on single-player mode and brought Smash online for the very first time. Now, the consistency of the online mode is up for debate, but the fact it did it in the first Ja, place das kann is ich mir still so vorstellen, commendable. dass der Online-Modus Brawl nicht felt funktioniert like hat. a true event, and I was counting down Der every funktioniert ja single jetzt day until teilweise its schon nicht release. bei In fact, Smash. I imported this game because it came out much later in Europe, and I just couldn't wait Okay. for it. Haben wir das Mysterium geklärt, Nintendo Live ist aus England und nicht aus Amerika. Smash has certainly gotten bigger and more refined, but I don't think it's ever been as exciting as Brawl was. At the time, this was just the biggest video game event. A true celebration of the entire industry, even branching outside of Nintendo for the very first time, and it was just packed full of modes and content. Now, the actual gameplay of Brawl is pretty divisive, but personally, I still think it's a lot of fun. Yeah, it's quite a bit floatier, and of course, sometimes you randomly trip. Ja, But I Smash think Bros. there's ist still a lot okay, of das macht auch value in Spaß, intentionally aber feeling distinct. wird And to be fair niemals to Brawl, eine it's not Reihe the most sein, distinct für in the mich entire wahrscheinlich, series. wo ich This so means denke, in ja, 2020, AAA. Brawl and Ultimate are very Aber different macht mal feeling Spaß, das games. ab und zu mal They can montags mit den coexist Jungs zu just spielen. fine, and some things Brawl does better, some things Ultimate does better. No matter your view on the gameplay itself, I don't think there's any denying that Brawl's legacy was such a substantial thing on the Wii. The system would not be what it was without it. Kirby went 10 years without traditional console ja, das habe ich side-scrollers, and sogar- when it came along, it was Ich habe ja gesagt, ich wollte ein paar Spiele nachholen und unter anderem habe ich, ja, das Spiel, was gerade hier gezeigt wird und was auch da als Dings gezeigt wird, Kirby's Epic Yarn und Kirby's Adventure. Wie habe ich beide nachgeholt? Ich fand Kirby's Epic Yarn ein bisschen besser, weil das irgendwie innovativer war, aber das Adventure-Spiel war auch ganz nett. was Epic Yarn, and while the game was really cozy, it wasn't quite the Kirby game that I expected.
But the following year, a very traditional Kirby game came to the Wii. Das war mir schon fast zu traditionell. Also ich fand Epic Yarn besser. Ich muss auch sagen, dieses Switch-Spiel, wie hieß das? Ja genau, Star Allies, das fand ich relativ langweilig, muss ich sagen. Da fand ich das hier besser als Star Allies. Aber vielleicht ist das auch genauso und ich habe einfach nur eine andere Erinnerung daran. Not only that, but Kirby is hungrier than ever. I mean, look at this guy. Kirby, slow down. By shaking the Wii Remote while inhaling some of the bigger enemies, you'd get these giant special abilities. It may have taken a long time for Kirby to return to console, but this was worth the wait. Despite not being a Zelda game, Okami is very often seen as one of the best Zelda games. This beautiful game set in Japan may have started on the PlayStation 2. Habe ich schon viel von gehört. Really good on the Wii. Aber ihr könnt euch denken, wie das weitergeht. Habe ich nicht gespielt. Aber da würde ich wahrscheinlich eher Skyward Sword HD nachholen, bevor ich das nachhole. Oder lohnt sich eher das nachzuholen? Ich weiß es nicht. Ich habe schon viel davon gehört, dass das wirklich sehr gut sein soll. Ist Okami nicht sogar mittlerweile auch für die Switch? Ich guck mal gerade nach. Bei Amazon. Währenddessen ich das gucke. Oh! Ja, super geiles Spiel. Ich guck doch nicht nach. Ich meine aber, Okami hat ein Remake bekommen. Ja, aber Donkey Kong Returns, das ist so ein geiles Spiel. Also Donkey Kong ist ja sowieso nach Crash und Mario, oder mit Crash und Mario, besser gesagt, so meine Lieblings-Jump-and-Run-Reihe. Und ich finde Tropical Freeze ein bisschen besser, auch wenn viele Leute die Bosskämpfe da nicht mögen und die zu lang sind. Aber gut, ich stehe zu der Meinung, ich finde Tropical Freeze besser, aber das ist trotzdem hier, das ist, ich würde sogar sagen, in den Top 3 Wii-Spielen, meiner Meinung nach. Könnt euch auch von beiden Spielen Let's Plays angucken auf diesem Kanal. Also Tropical Freeze und dem hier. Außer dieses Fledermaus-Level, das ist das schrecklichste Level. Das ist so unfassbar nervig. Wer es gespielt hat, wird wissen, was ich meine. Also da war ich kurz vorm Verzweifeln. If you zoom in, you can see a fly that they're trying to catch, and that's the reason they're jumping. Now, why am I talking about that? Because everything in this game is contextualized. Every platform is stitched into the environment. Everything makes sense. Ja, this is a living, breathing world, and while it's still believable, it doesn't let its groundedness get in the way of fun. This is still das Level fand ich auch geil. Wellenbrecher heißt es, glaube ich, ne, oder? Das war so ein geiles Level. Da musste man halt hinter den Steinen stehen bleiben, wenn man sonst einfach weggespült wird. And Returns is built on the same groundwork. This is also available on 3DS, and while it has a few new levels, I'd still say stick with the Wii version. The double frame rate really adds a lot to the game, and I know not everyone likes shaking to roll, but honestly, I never really found it to be a big deal. Did anything? Ja, das ist einfach ein geiles Spiel. Punkt. I got my Wii on Christmas with Wii Sports, Banana Blitz, and Twilight Princess, and I remember sneaking out until like 4 in the morning just playing this game. This was what I got a Wii for. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so der ultimative Zelda-Nerd. Aber kann man sich mal angucken. This was exactly what they wanted. A more realistic and more mature Zelda game. Now, public perception may have swayed a bit since then, and many people prefer Wind Waker, but Twilight Princess is still a very special game. It's definitely heavily inspired by Ocarina of Time, but it does everything that game did on a much grander scope. The story feels deeper and more emotional, the dungeons are more elaborate, there are 2 hook shots, and it has Midna. Any game with Midna is a good game. Of course, this was intended as a GameCube game and was given Wii controls at kind of the last moment. Ja, es war ja häufig so, dass irgendwelche Wii-Spiele eigentlich GameCube-Spiele waren. This may as well be a Wii exclusive, and for the most part, it uses motion pretty well. The aiming's spectacular, but attacking just by waggling the Wii Remote does get a bit old pretty fast. You also can't directly control the camera like you can on GameCube, so that's kind of missing too. Fortunately, the Wii U version has all the benefits of the GameCube game, with the motion aiming of Wii, making that my favorite version to play. But no matter where you play it, Twilight Princess is an essential Zelda game that every single fan should play. Alright, let's get real. Resident Evil 4 is likely my favorite video game. Resident Evil 4 ist, wow. Spiel ist so geil gewesen. Ich finde, die Wii-Version war auch mit einer der besten, auch wenn man mich dafür jetzt wahrscheinlich schlagen wird.
Vielleicht gibt es auch mittlerweile bessere. Aber das hat so gut funktioniert. Man hatte halt diesen Druck mit den Zombies und musste dann mit der Fernbedienung da drauf steuern und schießen. Und dieses Spiel hat ja so viele andere Spiele beeinflusst. Resident Evil 4, wenn man sich jetzt irgendeinen Third-Person, Soft-Horror oder Horrorspiel anguckt, im Prinzip alles von Resident Evil 4 inspiriert. Also, dieses Spiel ist so gut. Liebe. Ich liebe dieses Spiel. Ist auch meiner Meinung nach das beste Resident Evil. Auch dafür wird man mich wahrscheinlich hassen. Der Händler ist auch mega geil, vielleicht zeigen sie den noch. It may not be as horror-focused, but it still gives you that feeling of overcoming dread. You'll take down swarms of villagers, and cults, and chainsaw men. And while you feel vulnerable, you're also the most powerful thing on screen. Das können wir eigentlich auch irgendwann mal durchspielen im Stream oder so. Das ist echt ein geiles Spiel, es macht einfach so viel Spaß. The HD versions have issues such as accelerated aiming, which makes your cursor go haywire if you shoot an explosive, and also quick-time events require more from you because of a frame rate bug. The Wii version represents the game in its most polished state, and then some. This is the GameCube build, in widescreen, with all the extras of the PlayStation 2 version, and then the definitive control scheme. Shooting in a game has never been as fun, ich weiß noch, wie ich da bei manchen Stellen am Anfang echt so panisch war, aber gut, ich bin halt auch eine sehr schreckhafte Person. Ach, das war schön, das erste Mal durchzuspielen, ohne es zu kennen. I'm a weirdo who owns 7 versions of this game, and I always come back. Stimmt, das Spiel gab's irgendwie für alles, also für PC, alle PlayStation-Konsolen. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch für die Switch, ich weiß es nicht. It takes something that was already outstanding and improves upon it with just a controller. And by the way, this box art is one of the very best of all time. Ja, der Boxart we don't talk about. Ist geil. Okay, die anderen Boxer kenne ich gar nicht. Alright, this is gonna be divisive. Super Mario Galaxy ranked just above Mario Galaxy 2. People are always so torn on these two games because was soll man zu diesem Spiel sagen? Es ist einfach geil. Es hatte so viele geile kreative Ideen. Also, ich würde sogar fast sagen, eins der kreativsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Auch der zweite Teil. Wow. Genau, was der im Prinzip gerade auch sagt. Ja, ich kann nur nicken und ja sagen. Sure, Mario's a bit more stiff and less agile than Mario 64 and Mario Sunshine, but it completely works in the context of the game. Galaxy still looks stunning today for a Wii game. Replaying this in HD and Mario 3D All-Stars, it could have passed ja, auch die Remake-Version ist sehr gut. Also das ist wirklich ein Spiel, als Nintendo-Fan, das sollte man definitiv mal gespielt haben. The first game was given a slightly more cinematic feel, and I say slightly very lightly because there's barely any cutscenes in this game. But I think the opening kind of sets the tone for the rest of the game to follow. Ich bin Nintendo auf jeden Fall dankbar, dass sie das nochmal in dieser Video All-Stars Version rausgebracht haben. Also so, ja, ich kann mich nur wiederholen, es ist einfach so unfassbar abwechslungsreich, dieses Spiel, und kreativ. Das müsste man eigentlich jedem, der Videospieldesign studiert oder sowas ähnliches, da müssen sie sagen, du musst das durchspielen in diesem Semester. Wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich den ersten oder zweiten Teil besser finde, ich kann es nicht mal beantworten. Ich finde die relativ gleich gut eigentlich. Almost every level to me just jetzt habe ich Bock, Mario Galaxy zu spielen. There's the cloud power-up where you can make your own platforms by spinning in the air. What an ingenious thing for a 3D platformer. And yeah, Yoshi's here. Das Spiel ist einfach Liebe. Power-up in himself, right? But then they gave power-ups to the power-up. This game just encapsulates joy. Yes, it's very similar to the first game, and that's ja, das ist doch egal, das ist einfach geil. Wieso soll man das ändern, wenn das erste Spiel schon so gut war? There is no such thing as too much Mario Galaxy, and a decade later, people are still asking for a third game. Wird niemals kommen, leider. Ja, das Spiel war auch cool. Habe ich allerdings nicht durchgespielt. Ich habe das... Ja, keine Ahnung. Ich habe es nachgeholt, später. Ich glaube am Ende der Wii. Wie lange habe ich das gespielt? 20, 25 Stunden und dann weiß ich gar nicht mehr, warum ich abgebrochen habe. This game somehow made the Wii hardware feel giant.
It takes place Ich on glaube, the das bodies kam of auch am two Ende der giant gods, Wii-Zeit and auch no matter raus, where ne? you look, Vielleicht habe ich you das can gar see nicht yourself verzögert gespielt. contextualized in the world of that body. Sometimes you look to the sky and see far-off places. Contextualized world-building in a fand game den has never been this thorough, Kampf, and so the setting of the Bionis and the Mechonis sagt are man two of das? my favorites in the entirety Mir fällt das of Wort this nicht medium. ein. Shulk's Kampfsystem. adventure is an Das emotional Kampfsystem rollercoaster, fand ich and jetzt, the ja, entire war party okay. are some of the best to ever Ich be bin in eher so ein Fan von RPG. Rundenkämpfen. Dunban and Ricky and Melio and Shala. Aber, By the end of the game, ja. these guys feel like family. The game's probably best played now on Switch in the Definitive Edition with upgraded Das ist ein geiles graphics and Spiel, music, definitiv. but the core gameplay hasn't changed all that much. Jetzt so nicht playing in on meinen Wii Top is still a 3, very ich finde es ein solid bisschen zu choice. hoch platziert, It was aber a journey to get this ist game, ja die Entscheidung and now der it has two ports Nintendo and Live two sequels, and Monolith Soft is Besucher, seen as one of the Fans, wie best auch immer. assist studios for Nintendo. What a legacy to set wundere for a mich game gerade, that we had to dass fight to Mario, localize. But it was worth it. Xenoblade Chronicles is one of the wie very hieß best das? games New of Super all Mario time. Bros. Wii gar nicht And in to der our Liste readers, drin ist, the aber second best Wii game. ein Spiel wird ja noch So, kommen. what's the first? Vielleicht ist es das sogar. Wir wissen es nicht. Metroid Okay. Prime Trilogy. Yes, we had Prime 3 earlier, but to this Kein New Super Mario Bros. Wii in den Top für 21? Das finde ich ein bisschen überraschend, aber gut, ich nehme das hin. Dann sage ich ein bisschen was zu dem Spiel. Hatte ich ja schon öfters gesagt, New Super Mario Bros. Wii hat mich im Prinzip zu Nintendo zurückgeführt, weil das hatte ich mal bei einem Kumpel gesehen, der das hatte, wo wir es zu viert gespielt haben und das fand ich so geil, dass ich mir dann, glaube ich, ein halbes Jahr später die Wii mit New Super Mario Bros. Wii, Mario Kart Wii und Mario Galaxy 1 geholt habe. Und das hat mich wieder zu Nintendo zurückgeführt. Deswegen mag ich das Spiel sehr gerne, aber ja, die Zuschauer mögen es nicht. Sie spielen lieber die Metroid Prime Trilogie. day, Prime Trilogy is the best package in the entirety of gaming. Metroid Prime 1 and Metroid Prime 2 have been enhanced for the Wii with widescreen and the same excellent control scheme from Metroid Prime 3. With Prime 1 in particular being seen as a candidate for the very best game of all time, this is the best way to possibly present it. If you've never played any of these games, do yourself a favor and buy this collection. Ja, ich hab because sie, honestly, aber ich bin you zu haven't faul, used das other zu games for a spielen. long time. This isn't just any collection. This is a collection of some of the very best games ever created. You've got Prime 1, the most consistent one, Prime 2, the daring one, and Prime 3, which back then was not an old game but was still included in this collection. Gaming just doesn't get that much better than Metroid Prime Trilogy. And while I'd love for this to be re-released, Soll ich the das magic mal of im the Wii Stream Remote spielen? kinda Wird made es this irgendwen more than just a interessieren? collection. It's what gave these games new life. And Ich hätte ja taking Bock, that away aber ich habe halt die changed Befürchtung, things. dass ich dann Prime 1 and Prime 2 were like GoldenEye with their single-stick ja, shooters. wahrscheinlich They were quite dated 0 in their Zuschauer control habe schemes. und This really does a lot to update them to modern standards. sehr lange dran If you could sitze. only get one Wii game, this should probably be the one. It's that good. So, what do you guys think about this list? Are you thinking, where's Zack and Wiki? Where's Fragile Dreams? Where's Excitebots? Let us know in the comments below, and also be sure to waggle that subscribe button for even more lovely Nintendo content. Thank you so much for watching, and we'll catch you next time. Bye everyone. Pow pow. Pow, pow. It's not loaded. Ja, das war ein sehr gutes Video. Das Video hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Wirklich auch sehr gute Informationen, die geliefert haben zu den Spielen. Ich hoffe, es hat euch nicht so gestört, dass ich da jetzt so oft reingeredet habe, aber ich wollte nicht alle 30 Sekunden die Pause-Taste drücken. Hello. Ja, das können wir vielleicht irgendwann mal angucken. Ich wollte gerade noch mal gucken, ob hier irgendwelche Kommentare sind mit New Super Mario Bros. Wii. Punch-Out. Ja, Punch-Out fehlt auch. Aber gut, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, von daher ist das okay. Ja, wenn eurer Meinung nach irgendwas gefehlt hat, könnt ihr das gerne unter das Video schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.